2025 BMW M5. Das ist es. Der leistungsstärkste M5 der Geschichte ist gleichzeitig der schwerste, mit über 2,5 Tonnen. Nur wenige Fahrzeuge begeistern Enthusiasten so sehr wie der BMW M5. Nach einem langen Aufbau ist die neueste Superlimousine des Unternehmens da. Der neue M5 ist der leistungsstärkste, der je das ikonische Abzeichen getragen hat. Aber er ist auch der schwerste M5 aller Zeiten, dank seines serienmäßigen Hybridantriebs. Wie erwartet steckt XM-DNA unter der Haube, nämlich der 4,4 Liter V8 mit Doppelturboaufladung und einem einzelnen Elektromotor, der in das 8-Gang-Getriebe integriert ist. Die Gesamtleistung des Systems beträgt 717 PS und 738 Pfund-Fuß Drehmoment, etwas weniger als im XM-Label. Der Motor allein leistet 577 PS und weitere 194 PS kommen vom Elektromotor, identisch mit dem, was man im XM findet. Die Hybridbatterie ist jedoch kleiner, mit 14,8 Kilowatt. BMW sagt, dass der neue M5 in 3,4 Sekunden von 0 auf 60 mph beschleunigen kann. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 155 km/h begrenzt, steigt jedoch mit dem M-Drivers Package auf 190 mph. Der Nachteil dieser Geschwindigkeit ist der leise, rein elektrische Betrieb, der mit einem Plug-in-Hybrid einhergeht. Im Elektromodus prognostiziert BMW eine Reichweite von 25 Meilen nur mit Batteriekraft. Wenn Sie jedoch das Gaspedal betätigen oder sich entscheiden, das M-Steptronic-Getriebe manuell zu schalten, wird das Auto davon ausgehen, dass Sie bereit sind zu spielen und den Motor für mehr Leistung starten. Apropos Spielen. Es gibt 3 Standardfahrmodi für den neuen M5. Comfort ist der Modus, in dem Benzin und Elektrizität zusammenarbeiten, um die reibungsloseste und effizienteste Fahrt zu ermöglichen. Der Benzinmotor schaltet sich häufiger ab und die Einstellungen für Federung und Getriebe sind in ihren am wenigsten aufdringlichen Konfigurationen. Sport und Sport. Plus beleben die Dinge, während der Motor immer läuft. Aber die optionalen Dynamic und Dynamic Plus Einstellungen sind erforderlich, um das volle M5-Erlebnis zu bieten. Diese Modi optimieren den Antriebsstrang für volle Leistung und verstärken das Kühlsystem für den Streckeneinsatz. Dynamic ist auch der Modus, um das X-Drive-Allradsystem auf Hinterradantrieb umzuschalten. Sie können es auch erreichen, indem Sie die Stabilitätskontrolle ausschalten, was laut BMW den Fahrern ein noch ungefilterteres Fahrerlebnis bietet. Es gibt ein elektronisch gesteuertes Differential für die Hinterachse, das bei Bedarf die Kraft nach links oder rechts schicken kann, um die Aufgabe zu erledigen, ähnlich wie ein Stabilitätskontrollsystem. Der Unterschied hier ist, dass Kraft, nicht Bremsen, verwendet wird, um den M5 schön und ordentlich zu halten. Das bedeutet schnelleres Kurvenfahren mit mehr Vertrauen, was durch die aktive Hinterachslenkung, die sich um bis zu 1,5 Grad dreht, weiter unterstützt wird. Den M5 stoppen 6 Kolben Bremssättel auf 16,1 Zoll Scheiben vorne, mit Einkolben Schwimmsätteln, die auf 15,7 Zoll Scheiben hinten beißen. M-Carbon-Keramikbremsen sind optional und vergrößern die Scheibengröße vorne auf 16,5 Zoll, während sie gleichzeitig 55 Pfund einsparen. Sie sitzen hinter einem Satz gestaffelter Räder, die vorne 20 Zoll und hinten 21 Zoll messen. Dies alles ist Teil des maßgeschneiderten Antriebsstrangs des M5, der weit über steifere Fünferfedern hinausgeht. Die 5-Lenker-Hinterachse ist modellspezifisch und verwendet verstärkte Querlenker, Sturzlenker und Führungsarme, die für höhere G-Belastungen ausgelegt sind. Die Doppelquerlenker-Vorderachse ist steifer und verwendet M5-spezifische Narben. Es gibt zusätzliche Verstärkungen für die Federbeindome, Unterbodenverstärkungen und die Aufhängungen für verschiedene Fahrwerkskomponenten sind stärker. Natürlich ist die adaptive M-Federung von BMW serienmäßig und verfügt über elektronisch gesteuerte Dämpfer, die die Fahrer fein abstimmen können. Und es gibt viele Feinabstimmungsmöglichkeiten. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Fahrmodi erlaubt der neue M5 individuelle Einstellungen für Federung, Bremsen, Lenkung, Getriebe und das X-Drive Allradsystem. Apropos Technologie. Sie finden BMWs Betriebssystem 8.5 mit M-spezifischen Anzeigen für Fahrer und Beifahrer. Ein Head-Up-Display ist serienmäßig und für die Momente, in denen Sie nicht fahren möchten, können Sie Videos streamen oder eine Auswahl an Air-Console-Spielen spielen. Optisch ist der M5 mit seinen 4 Auspuffrohren hinten unverkennbar. Er ist auch etwas breiter, 3,0 Zoll vorne und 1,9 Zoll hinten. BMW sagt, dass die Seiten des M5 im Vergleich zur 5er-Serie
neu gestaltet wurden, um ihm einen aggressiveren Auftritt zu verleihen. Die Frontpartie ist mit Lüftungsschlitzen und kontrastierenden Winkeln versehen und ein subtiler Heckspoiler verleiht dem Heck Charakter. Es stehen 9 Standardfarben zur Auswahl, aber Käufer können aus zahlreichen BMW-Individualfarbtönen für etwas Einzigartiges wählen. Und nun zum Elefanten im Raum. Der 2025 BMW M5 wiegt 5.390 Pfund. Das ist nicht so viel wie ein echter Elefant, aber mehr als ein Ford F150 mit 4 Türen und Allradantrieb. Wir sind jedoch bereits einen Vorserien M5 auf der Rennstrecke gefahren und waren erstaunt, wie gut er ist. Das Gewicht scheint kein Problem zu sein, aber wie wird sich das im Alltag auswirken? Das ist etwas, das wir mit mehr Sitzzeit im Auto genauer untersuchen möchten. Also bleiben Sie dran. Oder Sie kaufen einen zum Einstiegspreis von $120.675 und entscheiden selbst, ob der schwerste M5 aller Zeiten immer noch eine Freude für Fahrer ist. Die Auslieferungen beginnen später in diesem Jahr.